Tradition erhalten und Historisches erneuern. An einem Objekt, das Geschichte erzählt und auch funktionieren muss. Das ist einfach immer wieder ein Thema, das mich sehr beeindruckt. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen verrückt oder ein Spinner. Manchmal übertreibe ich das fast auch mit der Menge, die ich dann gerne erhalten würde. Man kann nicht immer alles erhalten, das ist mir auch klar. Aber bei solchen Konstruktionen, da ist es natürlich schon was Besonderes. In Ostrach-Wangen in Oberschwaben steht die Kapelle St. Michael. Ein stiller Zeitzeuge. Sebastian Luib, der Zimmerermeister und Restaurator, steigt im Turm in die enge Glockenstube der Kapelle. Ein paar Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg ist der Turm in Fachwerkbauweise wieder aufgebaut worden und hat einen Eichenglockenstuhl gekriegt, der aber zum Teil auch mit Fichtenhölzer konstruiert ist. Und gerade an den Streben aus Fichtenholz, da sind jetzt die Schwachpunkte, die sind alle ausgeleiert. Und beim Leiten hat der Glockenstuhl so gewackelt, dass man eigentlich jetzt gar nicht mehr leiten können hat. Sebastian Luib soll den rund 350 Jahre alten Glockenstuhl erneuern und die Glocken der Kapelle wieder zum Klingen bringen. Die Besonderheit an dem Glockenstuhl ist jetzt, dass er sehr niedrige Bockstreben hat. Also das sind eigentlich mehr Fußbänder, weil sie so niedrig angesetzt sind. Und durch die dynamische Laster beim Läuten haben wir, obwohl es ganz kleine Glocken sind, dann eine hohe Beanspruchung, weil eben ein Hebel dann da ist und die Glocke so weit oben läutet. Und da ist jetzt die Herausforderung, dass man die Holzverbindungen bei der Instandsetzung einfach wieder so genau nachkriegt, dass das einfach wieder ohne Wackeln funktioniert. Um den Glockenstuhl ausbauen zu können, muss zuerst einmal das Turmdach, der Turmhelm, abgenommen werden. Stopp. Langsam wieder hoch. Turmhelm und Glockenstuhl sind von Verschleiß und Witterung gezeichnet und müssen in die Werkstatt. Das ist natürlich schon eine Handwerkskunst und ein Zeitzeuge. Jetzt nicht nur die Ursprungskonstruktion, sondern auch alles, was daran verändert worden ist. Das natürlich auf jeden Fall erhaltenswert ist und auch für nachfolgende Generationen gesichert werden muss. Bei diesem Auftrag arbeiten Experten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammen. Wenn wir zu einer Anlage hinkommen, zu einer Kirche hinkommen, dann haben wir mehrere Aufgaben. Wir haben einmal die Wartung, aber wenn es um eine Sanierung geht, dann ist für uns natürlich wichtig, dass die Glocke sauber läuten kann, also dass man sie schön hören kann von unten, aber eben auch, dass die Glocke sicher im Turm hängt. Simon Westermann ist Experte für Glockenstühle und Läutetechnik. Eine Schraube. Für uns ist technisch wichtig, dass die Verbindungen alle so weit intakt sind, dass die Glocke fest am Joch sitzt. Wir gucken uns dann die Glocke an sich an, auf Beschädigungen. Und dann ist eben auch wichtig, dass wir eine schöne Lagerung haben, eine leichtläufige Lagerung, damit die Glocke rechts und links später sauber anschlägt. Die Handwerker entnehmen dem Turm Glockenstuhl und Glocken in einem Zug. Und jetzt machen wir noch Spanngurt drum, dass alles gut zusammenhält. Und dann versuchen wir unser Glück. Stopp. Zum Abschied, weil die Glocke den Turm verlässt, schlägt man sie dreimal an. Und wenn sie wieder kommt, dann schlägt man sie zum Willkommensgruß wieder dreimal an. Ein herrlicher Arbeitsplatz, so ein Glockenturm. Wären da nicht die Fliegen? Die sind lästig. Die ganze Flieger, die man sieht, also die ganz kleine, das sind dann in der Regel so Halmflieger, die oft in so Kirchtürmen überwintert.
Und jetzt kommt die Sonne raus und es erwärmt sich ein bisschen und dann werden die aktiv. Den Fliegen geht es wie den Glocken. Sie müssen kurzfristig umziehen. Die Glocke hat 2 Aufgaben. Einmal haben wir die Glocke fürs Läuten. Das ist immer dann, wenn ein Gottesdienst stattfindet, aber auch das Angelusläuten, sagen wir dazu, morgens, mittags und abends. Wir haben aber auch hier außen einen Anschlagpunkt. Das zeigt uns auch immer, dass hier auch noch ein Hammerwerk dran ist. Und dieses Hammerwerk, das hat die Aufgabe, wenn zum Beispiel 4 Uhr ist, dass dann der Hammer 4-mal auf die Glocke schlägt. Und auch bei der Viertel- und halben Stunde eben der Hammer anschlägt und somit eine Zeitanzeige hat. Ne? Der Turmhelm und der Glockenstuhl werden in der Werkstatt der Zimmerei Lueb in Bad Saulgau bearbeitet. Wir haben ja ein Stück hierher transportiert, dann von oben nach unten dann zerlegt, alle Hölzer sauber gemacht, gereinigt und vorbereitet. Sebastian Lueb hat im Vorfeld das Schadensbild an dem Glockenstuhl erfasst und ein Maßnahmenkonzept erstellt, das mit dem Denkmalschutz abgestimmt wurde. Das ist jetzt der Fußpunkt vom Glockenstuhlständer und da haben wir jahrzehntelang eben Feuchtigkeit reingekriegt und haben da jetzt erhebliche Braunfäule, Schäden, sodass wir den jetzt komplett zurückschneiden müssen, einen Gesundschnitt machen müssen und dann mit einem stehenden Blatt dann eine Prothese dann arbeitet. Gesundschnitt und Prothese, das klingt sehr medizinisch. Im Klartext heißt das, er schneidet die beschädigte Substanz vollkommen zurück und stellt einen Ersatz für das entnommene Stück her. Bisschen noch, hebst noch mal. Sebastian Lueb operiert mit schwerem Gerät und tastet sich an die gesunde Substanz heran. Der Gesundschnitt eben. Gut. Bei der Restaurierung, da ist es halt umso wichtiger, dass die Verbindungen nachher wirklich passgenau sind. Und wir bauen jetzt einfach eine Schablone, die schon im Winkel ist. Und dann können wir nachher die Prothese zuschneiden, auch alles im rechten Winkel. Dann ist die Kraftübertragung perfekt und wir müssen am Schluss nicht so viel anpassen. Der Restaurator entfernt von der gesunden Substanz des alten Ständerholzes so viel Material wie nötig und so wenig wie möglich, damit es mit dem neuen Material der Prothese durch eine Blattverbindung zusammengefügt werden kann. Wenn man in die gesunde Substanz eingreift, da ist man natürlich dann schon vorsichtig. Da tastet man sich auch langsam heran und entfernt halt nur das Notwendigste. In dem Fall brauchen wir halt eine bestimmte Länge als Blatt, dass man da nachher eine gescheite Verbindung bringen. Ein Blatt ist eine Holzverbindung, bei der sich 2 Holzbalken kreuzen oder verlängern. Sie werden an der Verbindungsstelle um die Hälfte ihrer Stärke ausgeklinkt und liegen dann direkt aufeinander. Der Lukas richtet jetzt die Prothese, der schneidet jetzt das Rohmaterial, also ein abgelagerter Eichebalken, auf der Blockbandsäge auf den Querschnitt und hobelt ihn raus. Und bis er das hat, habe ich das Blatt ausgeschafft. Und dann können wir Maß nehmen und dann kann der Lukas die Prothese an der Formatkreissäge komplett herstellen, sodass wir sie nur noch minimal anpassen müssen. Um die Holzverbindung auszuarbeiten, nimmt Sebastian die Planfräse zur Hand. Sie wühlt sich problemlos durch das zähe, jahrhundertealte Eichenholz. Dass wir nachher die passende Länge wieder haben wir am Glockenstuhl schon mal eine Brettschablone angefertigt. Und mit der Brettschablone können wir nachher, wenn wir sie dann an unserem Bauteil anlegen, die Länge ermitteln, die unsere Prothese dann
kriegt. Plus Zapfen, den dürfen wir nicht vergessen. Azubi Lukas hat in der Zwischenzeit den Rohling für die Prothese vorbereitet. Also dann haben wir Blattlänge 55,5 mm. Jawohl. Gesamtlänge machst du 75. Und Blattstärke machst du genau 80. Und Breite vom Rohling hast du ja 23. Ja. Gut. Dann schaffen es so raus. Jawohl. Da sind jetzt vom Sägeblatt noch ganz leicht Wellen drin. Und die tue ich jetzt mit dem scharfen Stechbeitel noch ein bisschen nachputzen, dass die Stirnholzfläche nachher sauber passt. Ja. Das Blatt passt. Und jetzt müssen wir die stirnseitige Fläche noch nachschneiden und anpassen. Dann sägen wir mit der Kreuzsäge auf beide Seiten ein. Ein Spalt, der parallel ist, und dann können wir es parallel verschieben. Und wenn ich den Absatz mit der Japansäge dann weggeschnitten habe und wir zusammenfahren, noch müssen wir gucken, dann könnte es schon ziemlich gut passen. Also oben passt es bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Hier sieht es auch Gut aus. Ja. Die Herstellung von Prothesen gilt als die Königsdisziplin des Restaurators im Zimmererhandwerk. Sie sorgt für eine formschlüssige Verbindung, die sowohl stabil als auch optisch harmonisch ist. Die Blattverbindung wird mit Holznägeln fixiert. Sebastian Luib bohrt die Löcher für die Holznägel bewusst schräg in unterschiedlichen Winkeln. Die Blattverbindung kann nur in eine Richtung auseinanderklaffen, und wenn man da Holznägel schräg in unterschiedliche Richtungen einbauen, dann können wir das damit schon verhindern. Die Holznägel bekommen vorne eine Spitze und am hinteren Ende eine Phase. Dann splittern sie nicht beim Einschlagen. Die Oberfläche der Prothese wird noch bearbeitet und muss daher nicht besonders vorsichtig behandelt werden. Beim historischen Holz ist das anders. Dann muss ich in Längsrichtung sägen, dass ich keine Kratzer mache. Ich passe jetzt die Prothese an der Querschnitt und die Oberfläche des alten Holzes an. Da fange ich mit dem Balkenhobel an. Die große Hobelhandmaschine. Dann kommt der Elektrohobel, die kleinere. Danach kommt dann der Handhobel. Zieht oder schiebt man den? Ein europäischer Hobel ist primär dafür gemacht, dass man schiebt. Ist aber auch Geschmackssache. Ich habe ein relativ gutes Gefühl, wenn ich ihn ziehe, obwohl er eigentlich in erster Linie zum Schieben gemacht ist. Ein japanischer Hobel
wie jetzt der ist ausschließlich dazu gemacht, dass man auf Zug arbeitet. Deshalb hat er auch keine Handlöcher. So wird das Werkzeug immer kleiner und feiner und es geht immer mehr in die Details. Die Arbeit des Restaurators ist immer sichtbar und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Und ganz zum Schluss waren dann die Risse noch übernommen, dass wirklich die Form des Alten in einem Guss weiterläuft. Details, die auch die Substanz erhalten. An einer Fachwerkfassade würde der Riss in der Prothese das Niederschlagswasser abführen. Wenn man so einen Glockenstuhl restauriert, betreibt man einen riesen Aufwand. Es wird sehr detailliert gearbeitet und nachher sieht es niemand. Außer der Glockensachverständige, der Glockentechniker und vielleicht ein paar einzelne Personen von der Kirchengemeinde, die ab und zu mal da oben sind. Den Glockenstuhl komplett neu zu bauen, wäre schneller gegangen. Das stellt auch der Restaurator fest. Aber damit wäre auch ein Zeitzeuge der letzten gut 350 Jahre verloren gewesen. Gut, jetzt noch einmal drüber bürsten und dann haben wir es. Der Restauratorenkollege Mike Sauerwein unterstützt Sebastian Luip bei diesem Auftrag. Er macht sich an die Demontage der Glocke vom Glockenjoch. Den untersuchen wir jetzt mal genau, weil der ein paar Risse aufweist und eine kleine Verdrehung hat. Inwiefern wir den ein bisschen ertüchtigen müssen. Das Passstück zur Glockenkrone, das müssen wir auf jeden Fall austauschen. Gesagt, da schneiden wir die Schräge nach. Ja. Schneiden wir es auch ganz knapp nach. Und dann machen wir Passholz rein, dass wir es satt reinleimen können. Gut, dann mache ich das Passholz rein, dann kannst du mit dem Lukas den Glockenstuhlständer einzapfen. Prima, sehr gut. Und jetzt hältst du innen rein nochmal den Zimmererwinkel. Blinde wäre froh, wenn er sehen dürft. Azubi Lukas und Mike Sauerwein arbeiten den Zapfen am Glockenstuhlständer und das Zapfenloch an der Schwelle des Glockenstuhls aus. Als Restaurator muss man detailverliebt sein und was noch viel wichtiger ist, man muss Geduld mitbringen. Da ist es so, dass man morgens anfängt und abends nicht so viel sieht, wie wenn man jetzt im Holzhausbau unterwegs ist oder wie wenn man einen Dachstuhl aufrichtet. Kann man halt nicht drauf losschaffen und Quadratmeter machen. Das funktioniert da halt oft nicht. Stellen wir mal rein. Der Glockenstuhl bekommt seine ursprüngliche Gestalt wieder.
Das ist auch ein bisschen Ehre, dass man da dann dran arbeiten kann. Und das bringt dann halt auch die Tatsache mit sich, dass man da einfach sehr stark drauf gucken muss, dass man möglichst viel erhält. Das ist auch eine gewisse Form der Wertschätzung gegenüber früheren Handwerkern. Der oberste Balken, das Rähm, musste vollkommen ersetzt werden. Er hält die Stützen oben zusammen. Passt. Stützen oder sagt man Ständer oder gar Pfosten? Stütze ist meistens, wenn es irgendwo allein steht. Ständer oder Steher ist, wenn es in irgendeiner Holzkonstruktion steht, wo Schwelle und Reben vorhanden ist und es dazwischen ist. Die meisten sagen immer dazu Pfosten. Ich sage das manchmal selber. Aber wenn man es genau nimmt, fachtheoretisch ist Pfosten immer was Eingegrabenes. In diesem Fall also fachtheoretisch eindeutig Steher oder Ständer. Das Joch aus Eichenholz ist ebenfalls bearbeitet. Und da haben wir jetzt ein neues Passholz eingeleimt und bin eigentlich gleich vorgegangen, wie wenn ich eine Prothese mache. Also da habe ich 2 schräge Schnitt gemacht, dass ich es gut einpassen kann und habe die Fläche dann mit der Planfräse eben gefräst und dann das Passholz eingeleimt und oberflächlich überarbeitet, dass wir unterseitig wieder eine Ebene haben als Grundlage für die neue Glockenaufhängung. Sebastian hat eine weitere Maßnahme zur Stabilisierung des Glockenstuhls vorgesehen. Sie ergänzt die Statik der Konstruktion. Dann bauen wir die additive Verstrebungen ein. Diese Verstrebungen sollen die Kräfte, die durch das Schwingen der Glocken entstehen, möglichst weit oben erfassen und nach unten ableiten. Die Bockstreben der bisherigen Konstruktion waren zu tief angesetzt. Das hat den Glockenstuhl im Laufe der Jahre instabil gemacht. Trotz genauer Planung, es besteht immer die Gefahr, dass etwas nicht passt. Immer dann, wenn man viel Vorarbeit, viel Vorleistung reinsteckt und auch viel Hirnschmalz reinfließen muss und wenn es dann zusammengebaut wird und alles zusammenpasst. Das ist bei uns im Zimmerhandwerk der magische Moment Nummer 1. Der Glockenstuhl ist nach der Restaurierung mit Passhölzern, additiven Maßnahmen, dem Ersatzholz und seiner Prothese wieder bereit, in seine frisch gemachte Glockenstube einzuziehen. Simon Westermann passt vor Ort das Joch an die Glocke an. Dieses Jochholz, das wir hier jetzt so drauf sitzen haben, das ist tatsächlich schon sehr alt. Das wird im Bereich der Glocke auch liegen. Hier unten haben wir das Kreuz als Bildnis. Damit ich jetzt weiß, dass es nachher nicht verdreht ist um 180 Grad, mache ich jetzt hier oben einfach auch ein kleines Kreuz. Das ist also reine eine Markierung für mich von der Lage. Jetzt werden die Kronenarme angezeichnet. Simon kam auf Umwegen zu seiner heutigen Leidenschaft. Da war eine Stelle ausgeschrieben bei der Glockengießerei, dass man einen Glockenstuhl bauen darf für eine 10.000 Kilo Glocke in Karlsruhe. Und dann, jung wie ich war, habe ich dann gesagt, komm, da gehen wir doch mal hin, machen das für ein halbes Jahr. Aus dem halben Jahr wurde jetzt über 20 Jahre, wo ich der Branche treu geblieben bin letzten Endes. Also, es vereint halt so das Klangliche, die Handwerkskunst, auch die Firmen, wo man immer wieder mit denen zusammenarbeitet. Das ist einfach so wie so eine große Familie, könnte man sagen, weil das halt schon herausragende Sachen sind, die man da bearbeitet. Und natürlich auch immer an Stellen ist in Kirchen, wo sonst niemand großartig hinkommt. Ne? Also es ist ja schon, man kommt das nicht so einfach auf den Glockenturm hoch, wenn man das jetzt nicht tagtäglich macht. Auch das, was hier schon steht, ist schon wahnsinnig beeindruckend, wenn man mit sowas arbeiten darf, was 126 Jahre alt ist. Jetzt werden die Aufhängebänder montiert. An denen hängt dann nachher die Glocke am Joch.
Bei historischen Glocken schaut man immer, dass die Belastung auf die Krone gleichmäßig gemacht wird. Und jeder Kronenarm hängt jetzt mit gleicher Last am Joch dran, sodass keiner der Kronenarme überlastet wird. Deswegen packen wir alle 6 Kronenarme. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass die Glocke, die wir hier bearbeiten, ist genau 1900 gegossen, das heißt 126 Jahre alt. Wir haben unten die Glockenschärfe, sagen wir dazu. Das ist ein spitz zulaufender Teil. Hier ist die Glocke am breitesten. Dann läuft es hoch in den Schlagring über. Da ist die Glocke am dicksten. Hier schlagen auch der Klöppel an beim Läuten, aber auch das Hammerwerk an der Seite. Sieht man hier ganz toll den Abdruck, wo der Hammer zum Uhrschlag dran schlägt. Dann geht es weiter hoch über die Flanke. Wir haben dann hier die Glockenschulter, sagen wir dazu, nach oben weg. Als oberer Abschluss sieht man dann hier noch die 2 handwerklich ganz tolle ausgearbeitete Friese. Und hier oben ist dann die Glockenkrone. Die Glockenkrone wird dazu genutzt, dass man die Glocke sauber am Joch verbinden kann und kann auch immer mal wieder ein Zierelement sein. Die Zimmermänner haben exakt gearbeitet. Der Glockenstuhl findet seinen Weg und passt genau an Ort und Stelle. Stopp. Ja, ein bisschen zu mir, ja. Gut. Stopp. Ich finde halt immer diese Ehrfurcht vor dem Handwerk, wie sie es damals gemacht haben, wie man sowas damals schon rausarbeiten konnte, finde ich dann immer für mich mit Demut irgendwie gesehen, dass man da halt einfach das so machen konnte schon. Der Turm ist bereit für die Glocke und die Glocke bereit für den Turm. Und jetzt kommt sie zurück in den Turm und die Glocke begrüßt jetzt praktisch die Kirche oder den Turm wieder, indem sie auch wieder 3-mal angeschlagen wird. Glocke und Glockenstuhl finden wieder zusammen. Darauf haben Sebastian Luib, Simon Westermann und Mike Sauerwein gewartet. Stopp. Jetzt ein bisschen ab, dass wir mit der Mutter praktisch Seil ab. unterhalb von der Rem sind. Und dann können wir drücken. So, jetzt. Ich hab sie. Das ist interessant. Seil ab. Ja, Jetzt kannst du, ich hab sie. Okay. Stopp. Und was jetzt noch abschließend gemacht werden muss, sind eben die Antriebe montieren. Das heißt, wir haben hier schon ein Teil montiert, einmal das Schwungrad. An dieses Schwungrad wird jetzt praktisch noch ein Seil mit einer Kette zum Motor nach unten gelenkt, damit die Glocke nachher elektrisch läutbar ist. Und wir haben aber hier auch noch den Uhrschlaghammer dran. Der wird auch noch montiert, damit auch die Uhrzeit im Ort zu hören ist. Nun kehrt auch der restaurierte Turmhelm zurück. Und rutscht auf Anhieb in seine Verzapfungen. Das feiern nicht nur die Zimmerleute. Riecht fest. Der Turmhelm sitzt. Das war so eine von den großen Herausforderungen, dass wir den am Stück sauber draufgesetzt bringen, dass alle Zapfen auch in die richtigen Zapfenlöcher schlupfen und dass sie überhaupt schlupfen. Aber das hat jetzt sehr gut funktioniert. Ich bin erleichtert, ja. Rund 200 Arbeitsstunden wurden allein in die Restaurierung des Glockenstuhls gesteckt. Wenn dann der Glockenstuhl in der Form, wie er saniert ist, trocken bleibt und sich nicht unnötig viel Schmutz dann auch in der Glockenstube ansammelt, dann hat er das Zeug dazu, wieder ein paar 100 Jahre alt zu werden. Und vom Turm von St. Michael klingt es wieder für die nächsten Generationen über das oberschwäbische Land. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.